Herzlich willkommen bei Franconian Investor. Kurz vor Jahresende hat SUDEXPRESS seinen neuen Containertragwagen vom Typ LAA GRSS auf den Markt gebracht und mittlerweile sind diese auch hier eingetroffen. Es gibt diese sowohl beladen mit 45 Fuß Curtain-Side High-Cube Containern als auch mit den 45 Fuß Mega-Containern, natürlich ebenfalls mit Schiebeplane. Im Original verkehren die Wagen in Ganzzügen vornehmlich für die Automobilindustrie und kommen dabei unter anderem bis nach Köln oder Eisenach. Transparenzhinweis: Ich habe von SUDEXPRESS Modelle kostenlos erhalten, die meisten hier zu sehen, den habe ich aber selbst gekauft. Öffnet man die Packung, kommt einem zunächst eine mehrseitige Anleitung und ein Päckchen mit Zurüstteilen entgegen. Dieses braucht man eigentlich gar nicht, es enthält nur Teile, die am Wagen schon montiert sind. Container und Wagen liegen in einem Tiefziehteil aus transparentem Plastik und sind dann nochmal zusätzlich jeweils in Plastikfolie eingeschlagen. Hier findet sich dann auch noch ein zweites Tütchen mit Zurüstteilen, die muss man auch wirklich noch am Wagen montieren, damit er komplett ist. Drin sind diverse Klappriegelimitationen, Mittelpuffer und Kupplungsimitationen für den Einsatz in der Vitrine und Bügelkupplungen, Rangiergriffe und Zugschlussleuchten. Löcher für die beiden letztgenannten sind vorgebohrt. Bei mir waren aber durch die Bank die Löcher für die Rangiergriffe zu klein und deshalb habe ich sie mit einem kleinen Handbohrer ein bisschen aufgeweitet. Das geht problemlos, weil der Wagen in Mischbauweise aus Kunststoff und Metall gefertigt ist. Dadurch kommt außerdem ordentlich Gewicht aufs Gleis. Die Wagen sind, wie auch die kürzlich vorgestellten Holztransportwagen, in der Mitte über eine starre Kupplung im NEM-Schacht verbunden und lassen sich damit sehr einfach trennen. Das macht das Zurüsten deutlich einfacher. Die Modelle sind tadellos bedruckt, das gilt sowohl für die Wagen als auch für die 45 Fuß Curtainsider. Auch kleinste Anschriften sind unter der Lupe problemlos lesbar. Zu kritisieren ist allerdings, dass zum Beispiel bei den Schenker-Containern die Beschriftung über die Türverriegelungen gedruckt ist. Außerdem tragen leider alle Container der gleichen Firma die identische Containernummer. Das gilt leider sogar artikelnummerübergreifend. Vom Crossrail gibt es also nur genau eine Variante mit der Kennung CRL 804. Es ist halt dann doch nur Ladegut. Im Wagenbereich würde man sich so etwas nicht erlauben. Vielmehr hat man da sogar die abweichende Anordnung und Darstellung der Klappriegel zwischen Transfesa und Comsa korrekt nachgebildet. Der Straßenpreis der Wagen liegt bei ca. 90 Euro. Dafür bekommt man handwerklich solide gefertigte und sauber bedruckte Wagen mit 2 Containern als Ladegut und sehr geringem Aufwand, was die Zurüstung angeht. Lediglich bei den Containern wäre etwas mehr Liebe und Detailversessenheit absolut wünschenswert. Die E-Lok hier im Video ist übrigens von Elektro-Tränen, die Diesellok von Mabar.